Abend, liebe Zuseherinnen und Zuseher des Streams und alle, die hier heute im ÖJC-Journalistenclub sind. Mein Name ist Dieter Reinisch, ich bin Vorstandsmitglied des ÖJC und ich begrüße heute bei mir Richard Medhurst, einen britischen Journalisten, zum Thema als Journalist in Haft, Fragezeichen. Wir kommen noch dazu. Richard war bisher noch nicht längere Zeit in Haft. Wir werden darüber noch sprechen. Richard ist britischer Journalist. Er wuchs auf als Sohn von UN-Peacekeepers in mehreren Ländern, in Pakistan, in Genf und später nachher auch in Wien. Und er arbeitet heute als freier Journalist. Die Veranstaltung heute werden wir, also ich werde auf Deutsch reden, wir werden großteils auf Deutsch machen. Richard spricht auch Deutsch und mit manchen Begriffen und ja, werden wir eine Lösung zwischen Deutsch und Englisch finden oder Französisch, was Richard auch sehr gut kann. Ja, willkommen, Richard. Und danke. Bevor wir zu deinem Journalismus kommen, ein brandaktuelles Thema ist ja jetzt die Ausweitung des Kriegs im Nahen Osten auch auf das nördliche Nachbarland von Israel, auf den Libanon, die Bodenoffensive, die in den Südlibanon begonnen hat. Wir hören immer wieder Berichte über die Situation der Unfil-Blauhelme im Libanon. Es sind mittlerweile auch mehrere österreichische Blauhelmsoldaten durch Raketenbeschuss verletzt worden. Letzte Woche gab es 16 italienische Blauhelmsoldaten, die Phosphorverbrennungen erlitten haben. Deine Eltern waren auch bereits in den 1980er Jahren während der Hochphase des libanesischen Bürgerkriegs als UN-Peacekeeper im Land. Wie siehst du die Situation derzeit im Libanon? Was sind deine Erfahrungen als Sohn auch von UN-Peacekeepern? Ja, also danke für die Einladung und es ist eine große Ehre, hier zu sein und danke zum österreichischen Journalistenclub. Ich werde vielleicht das generell auf Englisch antworten, nur weil es so viele komplizierte Terme gibt und ja, also wenn es geht sich um UNIFIL, das stimmt, meine Eltern haben mehrere Jahre dort gearbeitet, also als Diplomaten, nicht als Soldaten, weil es gibt in jeden Peacekeeping-Mission so zwei Teile, militärisch und zivil. Ja, also ich weiß schon bei meinen Eltern, dass schon seit 40 Jahren die israelische Truppen schießen auf die UN-Gebäude, auf UN-Soldaten oder Staff-Members. Und die sind nicht die einzigen natürlich. Also man muss korrekt sein. Es gibt andere Fraktionen und Gruppen, die haben auch auf die UN, nicht nur in Libanon, aber weltweit UN-Gebäuden und Missionen also Assassinations oder egal was es ist, ja, also die sind nicht die einzigen, aber Israel präsentiert sich als eine Stadt, ja, als eine demokratische Stadt und sie ist Mitglied der UN. Man kann nicht einfach so einfach auf UN Staff-Members schießen und die machen das regelmäßig, ja, und Leute sterben. Und dann kommt immer die gleiche Ausrede, dass Gruppe X oder irgendwas war in der Nähe und wir müssen auf diese UN-Truppen schießen oder auch Zivilisten, die Flüchtlinge zum Beispiel. Es gab einen großen Massaker was war das? Ich glaube 18. April. Ich kenne Daten nicht mehr, aber in Kana. Ja. Die haben hunderte Zivilisten getötet und auch noch 100 verletzt. Und das war alle libanesische Flüchtlinge in einem UN-Gebäude. Und die haben trotzdem drauf geschossen. Also, there's a pattern here. And the pattern hasn't stopped. And
that's how you end up with impunity. Aber also was du jetzt erwähnst, sind ja vor allem jetzt die Angriffe von israelischer Seite, die ja in den letzten Wochen zugenommen haben, die auch von der UNIFIL-Mission bestätigt sind. Aber ich stehe dir zu, du bist aufgrund deiner Familie nicht unparteiisch in dieser Frage. Aber wie siehst du die Rolle der Blauhelm-Soldaten im Libanon? Warum ich frage, ist, weil ja auch unter der libanesischen Bevölkerung, vor allem unter der schiitischen Bevölkerung, sie nicht unumstritten sind. Yeah, it's a difficult question because you can look at the UN peacekeeping missions and say, what have they achieved? It's a good question. It's a very tough question. And the problem is that you have, when you go back to New York, to the Security Council, when they allow this kind of stuff to happen, I mean, they're effectively neutering the peacekeeping mission. So you have people inside the UN making sure that the peacekeeping missions don't actually fulfill the mandates, right? So I think that when it comes to Lebanon specifically with UNIFIL, the problem is that we should remember why UNIFIL exists. I mean, UNIFIL was created to deal with the Israeli invasion, and they still haven't backed off. We still keep coming back to different invasions, 2006, and now they're trying again. And there's always an excuse for it. There's always an excuse. So obviously, from that perspective, the UN mandate there is not working. But again, ask yourself why it's not working. So if you look at what's going on now, they've shot white phosphorus, like you said. They've gone and bulldozed the walls. They've fired at the bunkers. They've shot at all the cameras. It's very, it's very vindictive. It's very precise. It's very calculated. And thankfully, no one's died yet. But I mean, the problem is that the mandate, 1701, is just not being fulfilled. And the Americans and the UK, especially, just say, okay, well, who cares? And I can expand this. We can go all the way back to 242, to UN Security Council Resolution 242, with telling Israel to leave the occupied territories, Jerusalem, Golan Heights, all this stuff, never been fulfilled. 497, there are lots and lots of resolutions that just remain unfulfilled, and these are legally binding. You have to follow them. And when the Security Council is just like passing things, it's just like a rubber stamp. It's useless. So, to answer your question about what the blue helmets are doing, I mean, I feel like they're going out in the field, they're risking their lives, and then they have people stabbing them in the back in New York. That's what it looks like. Du hast ja gesagt, zum Glück ist ja noch niemand gestorben von den Blauhelm-Soldaten in diesem derzeitigen Konflikt. Das war ja bei früheren Konflikten nicht immer der Fall, auch 2006. Ich glaube, die UNIFIL-Mission ist die schlimmste, glaube ich. Also wenn du schaust, wie viele Peacekeeper gestorben sind. Ich glaube schon, ja. Also generell. Das sind auch die Zahlen, die ich habe. 2006 ist ja auch ein österreichischer Blauhelm-Soldat aufgrund des Beschusses nahe Chirm, aufgrund des Beschusses von Israel in einem Bunker nahe Chirm getötet worden. Aber vielleicht letzte Frage noch, bevor wir nachher zum eigentlichen Thema des heutigen Abends kommen. Du hast immer wieder vom Mandat gesprochen und das Mandat kann nicht umgesetzt werden. Yeah. Kannst du vielleicht zum Verständnis ein paar Wörter dazu sagen, was ist das Mandat der UNIFIL-Mission im Libanon? Also die Blauhelmen, ihre Aufgabe ist, so eine Grenze eine Grenze aufzubauen, sozusagen. Ja, nicht eine echte Grenze, aber mit den Truppen eine Grenze auf die Litani, als Fluss zu machen, zwischen Nord und Süd. Und Israel vor 2 oder 3 Wochen hat einfach einen Brief geschickt und sagt, ja, wir kommen, we're gonna cross the river and that's it. Und das Problem ist, die Blauhelmen tun gar nichts, wenn egal welche Seite jetzt diese Grenze überschreitet, und auch noch dazu,
selber wenn jemanden schießt auf die Blauhelmen, tun sie auch gar nichts. Ja, also es ist wirklich, it's kind of a sad irony, I guess, because they're meant to keep the peace, and it's just chaotic. It's really, really chaotic. The mandate was put in place and expanded, right? We should remember it's expanded in 2006 by all the Security Council members unanimously. So there's no disagreement here because it wouldn't pass the Security Council. There's no disagreement from the US side even. And you see again this double game being played by the US and the UK where they agree to something in the Security Council and then they just, let it go or I can give you the peace talks, for example, back in May as well as another example, where they claim they back peace talks and then it's just a game of cat and mouse. I think they're killing the UN. I think that this kind of behavior is killing the UN. It's turning it like into a League of Nations kind of thing, and at the same time, it's literally killing people on the ground because there's nothing to stop these kinds of acts of impunity. Remember, this is, Israel presents itself as a responsible state, as a UN member, but it doesn't abide by anything the UN says. It just wants to be a member for the sake of being a member. But these mandates are legally binding. You have to follow them, and they're not being applied. And so we come back to another problem is that there's no enforcement mechanism as well. And people made this criticism when you look at, for example, the ICJ, and the ICC, like what is the enforcement mechanism? Although the ICC is a separate thing, but ICJ falls under the purview of the UN. So yeah, it's a question of where's the enforcement mechanism? And why are the countries that approve these mandates then just turning around and violating them? Because remember, the United States approves these mandates in the UN Security Council and then gives the weapons to violate the mandates. So it's a very pertinent question. Eine abschließende Frage kurz noch dazu, weil du gesagt hast, die Blauhelm-Soldaten, sie machen nichts, wenn sie beschossen werden. Ja. Sie sollen aber den Frieden aufrechterhalten in der Region, wo sie stationiert sind. Was machen sie eigentlich? Wie soll das gelingen für die Blauhelm-Soldaten? Ja, also normalerweise die Blauhelmen dürfen also nicht schießen, ja, und sollten alles tun, also wie möglich auf die Partei, also egal wie viele Parteien diesen Konflikt gibt, darauf nicht zu schießen, ja. Aber trotzdem, wenn sie angegriffen sind, when they're attacked, it's question of self-defense. So, sie haben das Recht, trotzdem, an sich selbst to defend themselves, and they're not even taking that. I think it's question of them just kind of realizing, well, if we do anything, we're really gonna get killed, like literally killed. So we should kind of just accept like a white phosphorus or whatever it is, the popping smoke. There's lots of harassment. You can go back and watch clips from Syria, from Golan Heights. It's the same in different missions, by the way. It's not just in Lebanon. This harassment's been going on for a long time, and they might like threaten to run someone over, for example, with a tank. It's a lot of different things. I don't know why they don't defend themselves. I think it's just a question of like, we should just not do anything or it's going to get worse. I think that's what it is. Und die Entwicklungen in der Region und der Süden des Libanons, der Libanon als Ganzes ist kein großes Land. Das ist ungefähr vergleichbar mit der Größe ja Niederösterreich und Oberösterreich. Der Südlibanon ist noch viel kleiner Gegend. Und wir haben jetzt eigentlich gesprochen über die Arbeit deiner Eltern und in dem Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Aber die aktuellen Entwicklungen in der Region, im Südlibanon, in Palästina, haben auch dich und durch deine journalistischen Kommentare und Berichterstattung dazu in Probleme gebracht. Wir kommen dazu ein bisschen später, aber vielleicht davor noch. Was hat dich dazu bewogen, Journalist zu werden, Kommentator zu werden? Was führte dich zum Journalismus? Das hat mich einfach genervt, wie die Medien über diese Themen reden und sie
Ja, das ist die Antwort. Ja, was hat dich genervt? Ja, also konkret zu werden. die lügen die ganze Zeit. Ich glaube, jeder sieht das, aber also spezifisch, wenn es geht sich um zum Beispiel US-Politik, ja, Nahosten, es ist, und natürlich auch diese Pro-Israel Bias, weißt du, ja, es sind mehrere Sachen, aber ja, und auch einfach, ich weiß nicht, ob die einfach lügen die ganze Zeit oder die sind einfach dumm oder ist vielleicht beides, ich weiß nicht, aber es hat mich wirklich genervt und ich hab mir gedacht, okay, ich kenne mich schon sehr gut in diese Themen, vielleicht sollte ich einfach ein paar Videos aufnehmen und es ist halt einfach, ja, it just took off. Also das ist die Wahrheit, ja. Das heißt, dein Beginn deiner Tätigkeit war im Grunde genommen selbstständig, Videos aufzunehmen und deine Erfahrungen. Ich wollte nie Journalist sein also als ich klein war, hab ich mir nie gedacht, oh, ich werde oder ich möchte Journalist sein und habe einfach daran nie gedacht und ich wollte nicht wirklich was mit Politik tun zu haben und ich glaube, also meine Eltern wollten schon, dass ich irgendwas im Diplomatenbereich mache. Ich glaube, die haben mich, also ich war gezwungen, Französisch zu lernen und mehrere Sprachen zu lernen, damit ich im Diplomatenbereich arbeiten würde irgendwann. Aber das Problem ist, wir haben, also nicht nur ich, aber auch meine Eltern haben so ein Problem mit der Außenpolitik von Großbritannien. Also im Endeffekt, das war nicht wirklich, das war keine Option und ja, es war ich wollte nicht also sozusagen ein Teilwurmsystem zu werden. Das wäre sinnlos und auch wenn man gute Ideen oder gute Hoffnungen hat, im Endeffekt man wird Teil dieses Systems und ja, das wäre das eigentlich das Gegenteil von was ich jetzt für Arbeit mache. Also ja, meine Diplomatenchancen in Großbritannien sind vielleicht jetzt momentan nicht so sehr gut, aber ja. Du hast vorher erwähnt, die Unzufriedenheit mit der Berichterstattung über die Entwicklungen in der Region, die dich dazu bewogen haben, dass du selbst diesen Weg einschlägst. Sprichst du hier jetzt konkret von britischen Medien oder also was ich dich fragen will, ist, siehst du einen Unterschied in der Berichterstattung hier in Österreich, wo wir jetzt gerade sind, und in Großbritannien im Zugang? Also nicht wirklich, nein. Ich meine, generell in Europa und Amerika, es ist irgendwie alles das Gleiche. Also je so mehr, wenn es geht sich um Außenpolitik. Kein Unterschied, überhaupt kein Unterschied. Weil ich ja schon und ich sehe, was sie sagen in Deutschland, in Österreich über was jetzt zum Beispiel in Gaza passiert und auch ich höre die Medien Französisch auch zu und es ist alles genau das Gleiche, nur auf Deutsch oder auf Französisch übersetzt. Kein Unterschied. Ja, also ja, ich rede generell über so westliche oder Western Media, ja. Und was ist dein persönlicher Verständnis oder Zugang zum Journalismus? Wie siehst du deine Rolle als Journalist in deiner Berichterstattung? Ich meine, ich wollte, was ich in die Medien
jeden Tag höre und sehe, zu korrigieren. Ja, und auch einfach, dass es nicht nur eine Vision der Sachen gibt, sondern beide Seiten. Ja, das ist ja, ich meine, when people talk about like having objective media, I think they think that like one person specifically or one outlet is supposed to be doing all that heavy lifting. Maybe, yeah, sure, but like when you have a country or you have a system where everything is on one side, well then you can only fix that by showing the other side, right? So that makes the media then be objective in the country, right? It's the only kind of solution, because then if you're only adding 50% of what the other everybody else is saying, well then you're not really helping it to tip the balance or balance things out. So that's one thing. I guess when it came to Assange's thing as well, I saw what was happening to Julian Assange is very unfair, and I found it shocking that was happening in my country and in a democracy, and in kind of like in the middle of the city, literally, one of the biggest courts. So I wanted to cover that, and I consider what I'm doing as a kind of a public service, if I can say that, because I didn't do the military or something like that. We don't have like national service in the UK or like Zivildienst or Bundesheer. We don't have that kind of stuff. So I guess the closest thing that you could do is kind of like educating people. So I try and I hope that's what the direction I'm going in. I see it as that kind of function, that it's a public service role. And in many ways, broadening people's horizons. Maybe some people pick up also like things for, like journalism students. It's kind of like a multifaceted role. But the main thing is I want to just correct the record, and for today's sake and also for history's sake. And I see it as a public service. So yeah. Bevor ich mit dir über Assange reden wollte ich noch zurückkommen immer auf deine eigene Tätigkeit und deinen eigenen Zugang. Und ich meine, du hast über Objektivität in der Berichterstattung gesprochen, und du hast ja ein sehr scharfes Wort gegenüber anderen Journalisten, der Lüge vorgeworfen. Kein Journalist will diesen Vorwurf erfahren, der Lüge. Gleichzeitig muss man ja zugestehen, dass es, also in meinem Verständnis, eine reine Objektivität gibt es ja nicht. Und auch das, wenn man so will, Vorgaukeln dessen ist ja falsch, aber weil du halt diesen Begriff der Lüge verwendet hast, möchte ich dich fragen, wie gehst du an deine Berichterstattung heran, dass man dir nicht vorwerfen kann, dass du falsche Informationen oder dass dir der Vorwurf des Lügners gegeben wird? Es ist sehr einfach, weil ich bin, I'm managing everything myself. There's no boss. So that's number one. There's no like someone dictating an editorial line. That's number one. And then also, because I like to show what, what I for two reasons. Number one, because it's the right thing to do, because you have to show both sides, but also because it's really funny just watching the Secretary of the State Department spokesperson Miller speak, or Kirby or something. And these people are clowns, So I'm going to show everything that they're saying, and I'm going to show everything the other side are saying, and then I'm going to give my opinion. So that's how I kind of structure things, right? So, and I can do that just because it's so easy to do today. I guess for me it helped that I was always into computers and stuff since I was young, so that helped also getting into doing things online and streaming and editing videos and all this stuff. But my point is just like, to answer your question, that it's not only easy, but it's necessary and sometimes even funny to show both sides, and you have to do it anyway. So yeah, that's the answer. Du hast vorher schon erwähnt,
Julian Assange. Und du hast ja im Zusammenhang zu Julian Assange nicht nur über seinen Fall berichtet, sondern du warst doch selbst als Aktivist für seine Freilassung tätig. Als Aktivist, wie du selbst bezeichnest, für Presse- und Meinungsfreiheit, was ein sehr bekannter Proponent ja auch der Julian Assange-Kampagne in Großbritannien. Du hast es kurz schon angeschnitten. Wieso hast du dich für Julian eingesetzt? Ich weiß nicht, ob ich würde mich also selber als Aktivist bezeichnen oder nennen, aber ich glaube, also wenn du möchtest, dass einfach über seinen Fall zu berichten, kann man vielleicht als Aktivismus interpretieren oder ja, ich weiß nicht. Aber ich bin einfach zu jedem Court Date. Ich war in London, ich bin hingegangen und ich habe einfach berichtet über was passiert ist und es war wirklich, ich meine, Stunden und Stunden und Stunden lang diese US-Anwälte einfach, die reingekommen sind, haben gesagt, warum er kein Journalist ist und es gibt keine für also nicht US Bürger gibt es keine Pressefreiheit und zwar, die haben Hunderte von Tausende von Gründe gegeben, warum er einfach fast 200 Jahre im Gefängnis gehen sollte und das war ja eine Schande und ich habe einfach berichtet, was im Old Bailey oder Westminster Magistrates Court gesagt wurde. Ja, das war's. Wie ich vorher gesagt habe, ich habe das wie so eine Pflicht genommen. So für die Wahrheit, für Pressefreiheiten und auch für einfach für Großbritannien sozusagen. Weil wenn wir das erlauben, ein Journalist aus Großbritannien nach Amerika so auszuliefern, dann das ist der Anfang und dann kann jedes Land, keine Ahnung, China kann sagen, ich will einen saudi-arabischen Journalist in Mexiko ausliefern und it never ends. So I just did my best to report what was going on. That was it. It wasn't activism, I would say. It was just doing what the mainstream media wouldn't do, and then they weren't there. Yeah, it was the real activists were the ones that came in the morning and waited outside like at 5 a.m. for us to get in. They waited because the court would not let us in, so they would make up all sorts of excuses. So you would have activists coming at 5 a.m. and waiting in line until about 9. And that means they had to wake up at maybe 3 or 4 a.m. And they're coming all the way there so we could get in the public gallery. So I was instead of going through the front door, I had to go through the public gallery. And not just me, but I forgot the people from Reporters Without Borders. Basically the whole gang was literally just journalists and NGOs, but we were banned from going through the front door because we didn't have the right credentials or they made up some excuse. And so we had to go through the back. I mean, and we're literally in the same room, right? So it's like we're sitting up in the gallery, and just down there's no window, there's nothing. It's the same exact room. You've got the journalists, and they've got laptops and everything, but I had to write on a pencil. I mean, it's like I felt like I was in the 18th century back, because the Old Bailey's been there for a long time. So I felt like I was there like 500 years ago, like some old reporter. It was unbelievable. Du hast erwähnt, dass vor allem von der Anklageseite wurde immer wieder das Argument vorgebracht, dass es sich bei Assange nicht um eine Frage der Presse- und Meinungsfreiheit handeln würde. Interessanterweise du hast eine
der NGOs erwähnt, die auch lange Zeit Assange selber nicht auf der Liste von inhaftierten Journalisten gehabt haben. Interessanterweise haben sie ihm nachher am Tag nach seiner Freilassung erwähnt, dass es einen gab. Einen Journalisten in Großbritannien in Haft, aber während er in Haft war, haben sie ihn nicht geführt. Ja. Was war die Debatte? Kannst du die kurz zusammenfassen, was im Gericht die Debatte zur Frage von Assange und der Frage, ist er Journalist oder nicht? Und in dem Zusammenhang ja auch die Frage, weil auch du ja nicht, wenn man so will, im klassischen Medienbereich arbeitest, sondern du arbeitest ja sehr viel selbstständig mit Videos über unabhängige Einnahmequellen wie Patreon und derartige Sachen. Ja, ich glaube, du redest von dieser Liste, die vielleicht ein Jahr oder 1,5 Jahre alt ist. Die haben RSF, die haben das rausgebracht und das war so eine Karte von alle Ländern und wie viele Journalisten gibt es im Haft. Das Jahres. Ja, so ein Index, ja, genau. Und ich will jetzt nicht, wenn man so will, andere Journalistenorganisationen Bashing machen, das habe ich nicht erwähnt, um wem es sich handelt. It shocked me, wirklich. It just said 0 in the UK. I was like, are you joking? I saw the guy he's in a glass box. What do you mean there's no one in there? Have I been going to imaginary court hearings in London? Am I on LSD or something? The guy is in jail. I'm telling you, how can you put 0 on the thing? He is a journalist. He's got all the press cards and everything. He's a bigger journalist than most journalists. I think that's why they hate him. You know? I mean, Assange has done more work and better journalism than 99% of journalists on the planet combined, especially the ones in mainstream media. And the funny thing is, they stabbed him in the back, you know? They stabbed him in the back in The Guardian, in Le Monde, Presse, Washington Post, New York Times. They got together and they wrote a letter and they published it and they said, oh, he's irresponsible. I'm irresponsible. You guys spent 2 years redacting names. Well, he's the most responsible. He's more responsible than you. He's not even obliged to do that, you know? But anyway, I was shocked by that, you know, and I don't know who makes these decisions, but I mean, to offer a counter argument, there always was someone from Reporters Without Borders trying to cover or attend the case from the very beginning, and they got banned the first day. The very first day, they banned about 40 people. If they didn't ban them, they kind of just revoked their things. So basically, they gave them permission, and they took it away the day of the hearing started. So in September. Early September 2020 at the Old Bailey, and that went on for about 4 weeks. So some of those people that couldn't get in had to go through the back, the public gallery. I mean, it was unbelievable. It's we were trying to find loopholes just to get in. And to me, this was really like a Stasi kind of show trial, secret kangaroo court, whatever you want to call it. That is really problematic. It's really as difficult as possible, you know, to the point I have to write with a lead pencil. Come on. It's just obscene, you know. And also, for example, if you were covering the thing wirelessly or remotely, they would send you the link. You know, you would ask for permission, and then they would tell you maybe a day before or 2 days before that you have permission. And then they would send you the link 5 minutes before the court's about to start. One time they sent it after it already started. So it was completely disorganized. And I don't know if that was on purpose or not, but given that there were so many different stages and they always tried to keep people out, I think it was on purpose, if you ask me. So yeah. That was just very undemocratic to say the least. Ich möchte mit dir noch sprechen über die Lage generell, die Arbeit von Journalisten in Großbritannien. Aber du hast eben fast die gesamten Jahre des Gerichtsprozesses gegen Julian Assange eben über ihn berichtet, dich eben, wie schon erwähnt, für Presse- und Meinungsfreiheit eingesetzt und dann, wenn man so will, quasi hat sich für dich ein wenig das Blatt gewendet im August. Also ich hoffe nicht so provokativ, dass hier als Hintergrundbild eben auch Old Bailey, das Gerichtsgebäude, wo eben
Ja. der Prozess gegen Assange war. Ich hoffe mal, dass du dort nicht auch dein Fall dort nicht enden wird. Aber im August wurdest du auch aufgrund deiner journalistischen Tätigkeit am Flughafen in London für 24 Stunden festgehalten und befragt. Kannst du also die haben mich um berichten? halb sechs am Abend wurde ich verhaftet. Und nicht im Flughafen, sondern im Flugzeug eigentlich. Mhm. Ja, so da waren 6 Polizisten. Also du bist angekommen in London. Ja. Also niemanden, also wir haben so 5 Minuten, nein, nicht 10 Minuten, 5 Minuten gewartet, bis die Türe geöffnet waren und dann niemand konnte rausgehen. Die haben alle gesagt, warten. Und dann, auf einmal haben gesagt, die haben mich gesagt, nach vorne zu kommen. Und da gab es so 6 Polizisten. Die meistens war so im Zivil. Also ich habe sofort gewusst, dass die Polizei ist. Ja. Die haben, weil ich habe eigentlich erstmal gefragt, wer sind Sie? Und die wollten nicht antworten. Es war wirklich komisch. Ja. Einfach, wo sind wo ist dein Rucksack, wo sind deine Taschen und deine Gepäck? Hast du irgendwas im Cargo? Nein. Hast du irgendwas im Cargo? Habe ich nein gesagt. Die haben mich alles 3-mal gefragt und die wollten nicht meine Fragen beantworten. Ich wusste nicht, wer diese Leute sind, weißt du. Ich war wirklich verwirrt, was jetzt passiert. Und dann habe ich Terrorism Act gehört und dann, ich habe mich schon gedacht, aber weil so viele Journalisten und Anwälte und Aktivisten, wir werden im Flughafen nicht verhaftet, aber detained, also für ein paar Stunden haben einfach ein paar Fragen gestellt und die nehmen dein Handy weg und das ist schon, ich meine, illegal und unfair, aber ich war wirklich arrested, verhaftet, weißt du, das ist wirklich ein großes Unterschied, weil ich weiß nicht, ich kann kein anderen Beispiel jetzt dran denken, aber ich bin der erste Journalist, der unter diese Section 12 in England verhaftet wurde und es ist nicht wie Schedule 7. Normalerweise sind alle Leute unter Schedule 7 im Flughafen so detained und das ist, du musst sofort dein Handy oder dein Laptop zu die Polizei geben, alle Passwörter und auch alle Fragen antworten und du darfst keinen Anwalt haben für, ich glaube, 1 Stunde. Vorher war das die ganze Zeit, darfst du keinen Anwalt haben, aber jetzt schon nach 1 Stunde, glaube ich. Und also was komisch war, ist, dass die haben mich die sind 2 Polizisten sind reingekommen, die haben meine Taschen genommen, dann sind wir so auf die Seite begleitet und die haben mich im Flugzeug. Also 2 sind rein im Flugzeug gekommen, haben mich rausgenommen, dann wir sind so auf die Seite irgendwo im Flughafen gegangen. They put me in handcuffs und haben in meine Taschen gesucht, überall Handy weggenommen und dann die haben mich draußen, wo die Flugzeuge sind, genommen in so einen kleinen Paddywagon und das war für eine Person eigentlich. Und die haben mich so zu einer zu einer Police Station genommen und das war ich habe wirklich nicht verstanden für mehrere Stunden, dass ich verhaftet bin und die wollten meine Fragen nicht antworten. I asked them like what is section 12? Wouldn't answer. They just kept repeating this line about
something with prescribed organizations. I asked them, well, what organizations? And they would always deflect. This is how they do it. They always deflect. So they would say, well, we're just the arresting officers. You'll find out soon. We'll question you soon. The questioning officers will tell you more. I even tried to ask them for water and things like that. And it's just like, yeah, sure, we'll get you water. And then, 20 minutes later, can I have some water, please? Yeah, of course. And this went on for like hours, And then they booked me, took all my stuff, even the shoelaces, everything, and they put me in a cell. And the cell is, I think it's, I've been calling it a cell. I think we should call it a dungeon. I really think it's a dungeon, honestly. I mean, there's barely any light in there, and you're being filmed the whole time. You're being recorded the whole time. There's no toilet paper. The bed is like, you see how this goes up from the floor? That's the bed. It's not a bed. It's just like concrete that goes up. And then you have like some paper thin mattress. It's freezing cold. And there's like a toilet, and the toilet is open. It stinks. No toilet paper, and every 45 minutes, every hour, someone comes with looks in and just closes it. They wouldn't let me call anyone. Incomunicado, not allowed, because They thought like I'm going to detonate a bomb or something from the police station if I call. So, it's crazy. Like I said, I want to tell someone that I'm here. No one in the world knows that I'm in the police station arrested, but because it's terrorism act, they don't let you use the phone for some reason. I mean, it's like your rights are gone. Your due process, basics are gone. So the only thing you can do is they say, you give us the name of a lawyer and we'll call the lawyer. Okay, but what if you don't know any lawyers? I only knew lawyers because I remember the Assange's case. If I hadn't covered the Assange's case, I wouldn't know any lawyers. I wouldn't even know who the hell to call. I didn't even know the numbers, right? So you're trusting the people who won't even give you a glass of water for several hours. They did give me some eventually, right? But you're trusting these people who have locked you in a dungeon to call a lawyer for you and play nice. And honestly, I really didn't know if they were going to call one. Because if they're taking away all your rights and saying you're a terrorist, I mean, you should be worried, I guess, So I was really wondering if they're going to call one at all. And then they kept me from 6:30 p.m. to I was questioned the next day at 2 p.m. So how many hours is that? That's 20. Yeah, roughly 18, 20 hours. Yeah. So I that entire time, I didn't know why I was in the police station. Zu Verständnis, also du wurdest aus dem Flugzeug gebracht. Genau, ja. Und dir wurde gesagt, du bist verhaftet unter Section 12. Ja. Also du wusstest aber nicht, dass Section 12 Antiterrorismusgesetzgebung ist. Nein, also die haben schon Terrorism Act gesagt, also aber ich hatte keine Idee, was es bedeutet und was es ist. Ja. Ja, keine Ahnung. Und die wollten das nicht erklären und haben gesagt, ja, wir sind bald in der Station, ja, wir sind bald fertig, ja, whatever. Weil ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt wird jemand kommen und mich ein paar Fragen stellen und dann bin ich fertig. Nein, überhaupt nicht. Ich habe die ganze Nacht dort gebracht und wie gesagt, also von 5:30 am Abend bis 14 Uhr am nächsten Tag, ich war mir wirklich nicht sicher, warum ich dort war. Und das ist, when they arrested me, they were reading me from a piece of paper and saying, you have the right to tell someone why you're here, and you have the right to know why you've been arrested. Apparently not. And I told them, I'm not trying to be funny, but you just told me I can't call anyone, and you won't tell me why I'm here. So, I had to tell them, I'm really trying not to be funny, but like, you just told me that I can't do that, and you won't tell me why. So why are you telling me I have these rights if I don't have them? And then one of the police is behind me, because it's like 6 of them plus the 7. It's like, I'm feeling like ganged up upon, One of them back is like, well, your rights can be waived. It's not an absolute right.
I didn't say I'm the king of France, like you're the one telling me I have the right. I didn't come up with it. And it's funny is that I think, I'm not gonna say it now because I don't know if I can legally, but anyway, I just, this whole thing to me is it just looked really, I was wondering what was going through their heads when they were going through my bags, because they did it in front of me, like in the lobby of the station. And they'd taken out like one journalist card after the other. And I was like, do you not understand that you've like arrested the wrong person, or you're doing something a bit shady here? I don't know what goes through their minds, but yeah. Und also über die genauen Details nachher deiner Verhaftung und der Gründe dafür können wir jetzt aus rechtlichen Gründen, weil der Fall ja noch läuft, nicht sprechen. Aber wann hast du noch erfahren, um was es geht und dass es eigentlich um Aspekte deiner journalistischen Arbeit und konkrete Berichte geht? Wann hast du das erfahren nachher? Ja, also während am nächsten Tag, das war so 14 Uhr, die haben mich für fast 2 Stunden Fragen gestellt. Und also die Anwälte hatten schon eine Idee, dass worum es sich geht, obwohl wir waren trotzdem nicht sicher. Aber ja, während das Questioning dann war das sehr klar. So alles über meine journalistische Tätigkeiten und meine Arbeit, so spezifisch über Palästina. Ja. Und dann um 14 Uhr am darauffolgenden Tag hast du eben die Polizeistation und eben die Zelle verlassen können. Du bist jetzt, kann man ja sagen, du bist jetzt auch eben auf Bewährung, dein Fall läuft noch. Du hast, wie man ja sieht, dadurch, dass du in Wien bist, auch deinen Reisepass bekommen, was ja auch nicht in diesem Fall nicht notwendigerweise immer klar ist, dass man den ausgehändigt bekommt. Den hast du ausgehändigt bekommen, und was ist jetzt der Status? Was ist jetzt deine Situation? Ja, also ich glaube nur, ich war bis, 5 Uhr eigentlich, also 17 Uhr am 16. August, ja, in die Polizeistation. Aber ja, also jetzt, ich bin noch nicht mehr unter investigation, also there are no like official charges, but they can charge me anytime basically. So any moment. And I was supposed to go back on the 15th of this month. They just told me today that the bail is officially extended, so in February. So I have to go back in February. So I have to surrender. I have to go back to Heathrow. I have to surrender myself to the police station and see what they say. So they might drop the investigation. They might charge me, or they might say, we're going to extend it another 3 months. So, die können das jede 3 Monate wieder verlängern. Und das ist sehr problematisch, weil wenn du dieses Gesetz liest, it's very abstract, it's very broad. So basically for a journalist, it's like, you can't work, because if I say the wrong thing, if I say something even completely neutral, they can just misinterpret it on purpose if they want, and say, you're doing this and that, and that's you're encouraging terrorism. So we're going to charge you. So it's a big decision for them, because they, like I said, I'm the first journalist to be arrested under this provision, and this provision specifically it's very calculated, because it criminalizes opinions. It says the word opinion in there, so you're not allowed to have certain opinions, because the state might view them as problematic or politically problematic. So journalists obviously are not only meant to report; you also comment, you give opinion as well. That's part of being a journalist. So the point is basically that they've kind of crippled my reporting, because I don't know what I can and cannot say 100%. It's not clear.
Even if I think something is safe, apparently maybe it's not. And I think that's by design. And so they don't have to charge me. They can just keep me like this and just keep extending it every 3 months, and then they stop you from working. So they don't need to go to court. They don't need to do that. I think you could look at that date on August 15th as sort of a declaration of war, because they started after my arrest to go after a lot of people with that. You know, I think a few weeks later they raided Sarah Wilkinson's home. It was Section 5, then they changed it to Section 12 apparently, like during the thing. And then they didn't arrest Asa Winstanley, but they took his devices, which is, I mean, and also they've arrested a professor a few days ago. So, you know, they want to make a couple of examples, you know, I guess I was, like I said, I think that date was very, very important. And another thing I should say is they took my phones and my microphones and my headphones, and, you know, it's like everything that I need to do work. So to me, that was also kind of, why would you take a wired microphone? What data are you going to find on an analog microphone? You know, and let's say like a pair of wireless headphones or wireless mic. They took all of these things from me, you know. So all of my journalistic tools were taken. They gave some of them back. I mean, I don't know where they're somewhere, but they returned some of them, and you know, it's like the point is they still took them from me when they arrested me, and I thought that was quite deliberate, and kind of sending a message as well. You know, like we don't even want you to be able to record an interview, for example. I guess why else are you taking my microphones? You know, what do you need them for? And even the phones, I think that's also, it's not okay for them to take the phones. Those are also work tools. Those are privileged. You know, just like you don't take medical records from a doctor, you don't take a phone from a journalist. It's privileged, and you know, and I mean, they've offered me a journalistic privilege in the police. So, which is basically like, you know, I mean, it's ridiculous because you basically unlock the phone for them, and then, as I understood it, you're supposed to point them to all of the things on the phone that are sensitive, and then you know, an independent policeman or a special counsel is appointed to kind of verify that, and they exclude it from the prosecution. But the problem with that is that you have to trust the police are really independent, and they're going to do that, and you have to trust that they don't give it to the intelligence agencies. And I'm very sorry, but I can't put people's lives at risk or sources at risk, you know, on a bet. You know, like I said, these are journalistic tools. They're privileged. I can't, you know, and I think it's abhorrent that they take the phones. And it's nothing to do with the case, you know, because if you're saying we don't like what you're saying in public, allegedly, well, what does that have to do with my fridge or my phone or my car, or, you know, it's irrelevant. So. Du hast gesagt, das ist quasi ein bisschen, wie du berichtest, was du sagst, wird beobachtet, ein bisschen wie ein Damoklesschwert für dich jetzt in der aktuellen Situation, aber du berichtest ja weiter, du kommentierst weiter die Lage, vor allem im Nahen Osten, auf unterschiedlichen Kanälen. Wie beeinträchtigt die Situation jetzt deine Arbeit? Wie gehst du damit um? Oder hat sich was verändert für dich, wie du berichtest? Ja, ich meine, die ersten paar Wochen oder Monaten, ich war eigentlich sehr beschäftigt mit also verschiedene Projekte und Interviews und ich habe sowieso nicht so viel gearbeitet, aber das war eben wegen die Verhaftung. Ja, also es hat mich sowieso es hat meine Arbeit sowieso unterbrochen, ja. Also it's still linked, ja. Und jetzt generell, ja, wie gesagt, das Gesetz ist so unklar und formuliert in
in einer Art, dass es so absichtlich eine Meinung oder also wenn es um einen Journalist handelt, ein Bericht als Terrorismus bezeichnet werden kann. Und das, ich meine, wie kann man arbeiten? Ja, eben, meine Arbeit ist zu berichten und zu reden. Und wenn das Gesetz sagt, dass das kann als Terrorismus interpretiert werden, und wenn ich würde im Flugzeug verhaftet, ja, es ist nicht klar, was ich machen kann. Ja, und ich glaube eigentlich, das ist der Ziel. Die wollen dass man unsicher bleibt und nicht weiß, ob man weiter arbeiten kann oder nicht. Ich glaube, das ist eigentlich der Ziel. Aber das Problem ist nicht, dass der Ziel war nicht, mich nur zu erschrecken oder irgendwas. Es gibt wirklich ein Risiko, dass die, that they take the case further, they escalate it. Und gab es Reaktionen auch von Journalistenkollegen oder Fachverbänden in Großbritannien auf deinen Fall? Und wenn ja, welche? Nein, nicht in die Mainstream-Media. Kein einziges Wort. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, weil die Medien in Israel haben über meinen Fall berichtet, in China, überall, also wirklich weltweit, aber nicht in England. Also, yeah, it makes no sense. Like, I'm English, I'm being arrested in England under English law. The English papers don't say a word. I mean, that's suspicious as hell. And I know that they know. I know that they know. I can tell you that for a fact. I know that they know. And they pretended that they hadn't heard of it, which is such a lie. They didn't say that to me, but they said that they didn't know. So okay, now you know. Why haven't you said anything for the last 2 months? You don't care. And the good thing is at least the IFJ, the NUJ, the Austrian Journalist Club, they all supported me, and I'm very grateful for that, because it was immediately and instantly, without question, and I'm truly grateful for that, because when I needed people to have my back, they really had it, and from the highest levels, like from the presidents of the clubs, the secretary generals, all of them. So I'm very grateful, and it's been continuous support as well. So that's really good. But the Guardian and all these people, not a word, not even like, oh, we're happy that he got arrested, not a word. So some people have been speculating about a D notice. So D notice in England is like the government come and give you a paper and they say, we'd appreciate it if you don't talk about this subject. It's you don't have to follow it, but you do it because it's a gentleman's agreement. So we're thinking, did the government issue a D notice to the press in England not to talk about my case? Maybe. I mean, I've seen documents like from the bloody security minister now talking about me, like from the Home Office, from the counterterrorism command. I think this has come from very high, and they it wouldn't surprise me if they did that. But at the same time, we go back to your original questions about the media being so bad. They are that bad that they don't even need the D notice to just not talk about this, because they're that dishonest, and they just don't care. We saw how they reported also about Assange. They're that bad. So yeah. Was ja durchaus interessant ist, wenn du sagst, vor manchmal die Begründung, sie haben es nicht gewusst, weil ja die NUJ, also National Union of Journalists, also die britische und irische Journalistengewerkschaft, sich ja ziemlich rasch eine Aussendung bezüglich dir gemacht hat. NUJ hat ja, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber ich glaube an die 100.000 Mitglieder. Habe die Aussendung auch bekommen, auch ein NUJ-Mitglied, weil ich ja lange in Nordirland gelebt habe. Und das führt mich zu meiner letzten Frage, also gerade bezüglich den Aussendungen, die Berichten der National Union of Journalists. Man merkt eine gewisse Zunahme auch von Repression gegen Journalisten in Großbritannien, vor allem auch im Zusammenhang, vor deinem Fall, im Zusammenhang mit Fotografen, die
berichtet haben über die Aktionen von Just Stop Oil, der Gruppe. Wie würdest du generell die Lage des Journalismus und in Großbritannien, also im Zusammenhang mit Einschränkungen, Repressalien, Frage Meinungs- und Pressefreiheit in Großbritannien einschätzen? Ja, es ist sehr schlecht. Es ist eine Schande. Und ich meine, ich habe das Gefühl, dass im Westen wir beginnen in so einer Phase Dark Ages Teil 2. Weißt du, es ist wirklich das Gegenteil von alles, was mit Intellektualismus zu tun hat, mit Open Thinking. Wir gehen wirklich nach hinten, we're going backwards. There's no more debate, there's no more critical thinking, there's no more honest reporting. It's just like, what does the government want? Okay, we'll say that. It's really, really like if you want to get promotions, you want to have you want to stay out of jail, you want to be safe in the UK, just say what the government wants. Like it's just be state media. That's basically it. All these people, you can go back and look at Iraq War, for example. All these people lied about Iraq War. They all got promotions. They all got better jobs, cushy jobs. They all got better salaries. They're all still working in media, and if you look at Assange didn't get freed. He had to plead guilty to get out of Belmarsh. He didn't get freed. He had to, bend the knee. I watched them kill that guy in prison, like slowly kill him. He was not well. He had a mini stroke, they will grind you down. And I felt that when I was in the cell. I know it's not comparable. It's just like 24 hours, but I didn't know how long they were going to keep me. That's part of it. They wouldn't tell me. And with Terrorism Act, they can extend it to 100 hours. They can do it for weeks. They can keep you 28 days in there if they want, no charge. So they can suspend the whole legal system, like these democratic rights in the air. So, it goes down to your personal liberties, never mind like how, the journalistic field is doing. So, that they will really bring down the whole state on your head. And that is my answer to your question. That is what journalism is like in Britain in the 21st century. I saw them do it to Assange. I walked through that building in the Old Bailey. I walked through the Royal Courts of Justice, the Westminster Magistrates Court, all these fancy, lovely buildings. But it's like rotten the way that they're applying the law. They're not even applying the law. They're applying American law, actually. Really, you've got English lawyers, but they're acting for the US. So and running the show. So and when it came to me, I felt like. I'm speaking figuratively now. I don't actually know if that's the case, but I also felt just like the US was kind of running the court case for Assange. Israel was running the thing in my case, like that's how it felt to me. I felt like if there wasn't that kind of these foreign interests at play, I wouldn't have been arrested, So we don't have an independent judiciary. We don't have a free press, and that's really, really worrying. If you believe in those things, you should definitely be worried. And I think the UK is really like is not a safe place for journalists at all. It's one of the unsafest places for journalists in the world. Bei diesem Punkt möchte ich mich verabschieden von allen Zuseherinnen und Zusehern, weil die eine Stunde ist vorbei über unseren Livestream. Es sind auch im Livestream jetzt mehrere Kommentare, die sich bedanken bei dir und schockiert sind, also dass du heute gekommen bist und deine Erfahrungen geschildert hast und schockiert sind. Im Chat sind keine Fragen und ich würde vorschlagen, dass, falls es Kommentare oder Fragen jetzt hier aus dem Publikum gibt, dass wir nun diesen
Also ich sehe schon einige Hände in die Höhe. Ja, wie gesagt, im Chat gibt es keine Fragen und kritische Kommentare nur zu mir.